Lama ist schon vor langem der Kunde zugetragen worden von Baron Humboldt, einen weisen Mann, der die Welt bereist. Einen Mann, der alles weiß. Ich weiß gar nichts. Ich habe mein Leben nur damit hingebracht, die Natur zu verstehen. Ich habe Kenntnisse gesammelt und die Welt bereist. Das ist alles. Bitte? Der Meister bittet Sie, seinen Hund aufzuwecken. Ich bitte um Entschuldigung, ich verstehe die Metapher nicht. Das ist keine Metapher. Das Lieblingshundchen des Meisters ist vorgestern gestorben. Er hält sie für sehr kenntnisreich und bittet Sie, das Tier zurückzurufen. Also, das kann ich nicht. Nun chatruginde. Der Meister weiß, dass ein Eingeweihter das nur selten darf. Aber haben Sie das richtig übersetzt? ja, er erbittet diese Kunst vom klugen Mann, der weit gereist ist. Der Hund liegt ihm sehr am Herzen. Ja, aber ich kann das nicht. Ich kann nichts und niemandem aus dem Tod erwecken. Der Meister versteht, was der kluge Mann sagen will. Nein, ich will nichts damit sagen. Ich kann es einfach nicht. Der Lama versteht auch diese Botschaft. Es gibt keine Botschaft. Der Lama versteht alles. Alles versteht er. Alles? Alexander von Humboldt war für ein einfaches, adliges Leben in Deutschland bestimmt. Schloss und Familie, sonntags jagen, dann in die Kirche. Aber er hatte reisen wollen, vermessen, verstehen. (1785) im Herzogtum Braunschweig. Die Schulpflicht war gerade erst erfunden und Karl Friedrich Gauß hatte schon gelernt, dass man manchmal besser schweigt. Ich werde dich lehren, deinen Lehrer mit dummen Fragen zu behelligen. Setz dich. Eins plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 und immer so in dieser Weise fort bis 100. Und dass mich keiner stört, bevor er die Lösung hat.
Gauss gibt auf. Du musst sehen, der kriegt gleich Schläge. Woher hast du das? Darum ging es doch. Wir sollten alle Zahlen von 1 bis 100 addieren. 1 und 100 ergibt 101. 2 und 99 ergibt 101. 3 und 98 ergibt 101. Immer 101, das kann man 50 Mal machen. 50 mal 101 ist 5050. Gauss in die Ecke. Mund halten, nachher da bleiben. Aber wir sollten doch... Widerworte. Alexander! Alexander? Credo libertatem plus esse. Dicutantam vim libertatis esse, ut ad beatum vivendum. Beate. Beate vivendum, si ipsa contenta sit. Libertas proposita est. Que sit libertas, queris magister. Nulli re servire, nulli necessitati, nulli... Necessitati. Wilhelm, hilf deinem Bruder. Nulli necessitati. Nulli necessitati, nullis casibus. Licetne pauca. Wilhelm? Bonum appello, quicquid secundam naturam est. Recte dices, Wilhelm. Fahre fort. Gott sieht alles. Das weißt du. Ja, Komm her. Dein Ehrenwort. Hast du das allein gemacht? es war doch nicht schwer. Man muss nur alle Zahlen von 1 Die bis... Summenformel der geometrischen Progression. Höhere Arithmetik. Mitnehmen, durchsehen. Der Lehrer Büttner, wer hätte es gedacht, war eine Art Mathematiker. Er hatte Abhandlungen veröffentlicht und eines glorreichen Tages hatte Immanuel Kant einen Brief von ihm einer Antwort gewürdigt. Da aber Fleiß und Kraft nicht gereicht hatten, war er nun Schulmeister. Mein Vater kann das nicht bezahlen. Du wirst in nächster Zeit noch einige Bücher mit nach Hause nehmen und keines bezahlen. Aber Vorsicht, ein Fleck, ein Eselsohr, eine gerissene Seite. Und du wirst den Knüttel zu spüren bekommen, dass dir der Herrgott gnaden möge. Geh jetzt. Da kommt er. Na, willst du sie mal streicheln? Nein, Wie hast du das eigentlich allein gerechnet, Karl? es ist doch ganz einfach. Man muss nur einen Schritt zurücktreten. Dann verrät die Aufgabe von selbst ihre Lösung. Wenn ich zurücktrete, werden die Dinge nur kleiner. Tja, Johanna. Lass ihn in Ruhe! Hört auf! Alexander war der beste Schüler der Bergbauakademie zu Freiberg. Um die Pflanzen in den tiefen Stollen zu untersuchen, entwickelte er eine Grubenlampe. Was immer einem Angst mache, sagte er, das müsse man vermessen. Das Erdinnere, so glaubte man, sei kalt und fest, der Erdkern aus hartem Stein. Diese Lehre hielten beide Kirchen für gottgefällig, Alexander hielt sie für falsch. Er fühlte Kraft in sich und wilde Neugier, aber manchmal,
So schrieb er seinem Bruder, befürchte er werde wahnsinnig. Nur durch Zufall fand ihn rechtzeitig ein Mitschüler. Komm. Was ist denn? Oh. Ach schon, verbeug dich. Komm. Was ist so schlimm an Deutschland? Nichts, Eure Hoheit. Aber ich möchte mein Leben der Wissenschaft weihen. Die seltsame Hartnäckigkeit der lebenden Gewächse. Aller Gewächse. Ich möchte sie durchdringen und der Welt offenbaren. Aber nachher kommst du zurück und wirst sesshaft, heiratest ein gutes Weib und zeugst Kinder. Man heiratet, wenn man nichts Besseres vorhat. Alexander, sein Bruder wird einst Kanzler Preußens sein, das sagt jeder. Warum kann Alexander ihm nicht mehr gleichen? Sesshaft leben, inmitten seiner deutschen Landsleute. Es kann kein schöneres Ziel geben. Freilich nicht. Aber treib es nicht zu toll mit dem Mädchen in Frankreich. Eure Hoheit. Sein Vater ist sehr früh gestorben. Die ganze Zucht, die ein Kind braucht, musste ich an ihm ausüben. Vielleicht sieht man die Spuren weiblicher Wirtschaft. Ich war zu schwach. Aber eines sage ich dir. Wenn du über den Ozean fahren willst, gibt es kein Geld mehr. Auf keinen Fall. Nur über meine Leiche. Er will doch auch die Welt bereisen, nicht wahr? Eure Hoheit, das ist der kleine Karl Gauss. Seine Talente liegen mehr im Bereich der Mathematik und... Rechne was? Mit Verlaub, Eure Hoheit, der junge Mann ist kein Rechenkünstler. Höhere Mathematik hat, wie Eure Hoheit natürlich wissen, nichts mit Additionskunst zu tun. Einige der größten Mathematiker waren sehr schwach im Rechnen. Hat da jemand geredet? Ich muss Eure Hoheit um Verzeihung bitten. Der junge Mann stammt aus groben Verhältnissen. Ich bin aber überzeugt, dass wir von ihm Leistungen zu erwarten haben, die den Ruhm des Vaterlands mehren werden. Vielleicht wird er ja ein zweiter Immanuel Kant. Alles, was wir bräuchten, wäre ein Stipendium des Hofes. Also gut, er soll das Stipendium haben und wiederkommen, wenn er was vorrechnen kann. Ne? Verbeug dich. Wissenschaft, ja. Nicht wahr? Alexander? Vielleicht wird er ja auch mal so einer wie du. Ist das Wunderkind, das Sie gefunden haben, Büttner? Ja, das ist der junge Herr Gauss. Du weißt, was eine Zahl ist, Junge. Eine Zahl ist kein Spielzeug. Eine Zahl ist der Durchmesser des schwarzen Loches zwischen den sterbenden Augen eines Soldaten. Eine Zahl ist die Tiefe des Lochs. Eine Zahl nimmt mir den Winkel des Einschusses. Eine Zahl das Echo und den Abstand des feindlichen Geschützes. Zahlen sagen mir, wo sich der Feind befindet und wie stark er ist. Damit ich handeln kann. Damit der Kamerad, der sein letztes warmes Blut auf den staubigen Grund hustet, auf dem meine Stiefel stehen, nicht umsonst gestorben ist. Du bist ein deutscher Junge. Und eine Zahl ist kein Spielzeug. Verteidigung!
Herzog gesagt? Wir haben das Stipendium. Ja, Nein, Blödsinn, ich brauche dich hier. ich studiere, Papa. Auf den Kopf! Der gehört jetzt dem Herzog von Braunschweig. Den dürfen Sie nicht beschädigen. Gott verdammt mich. Dieses Land geht vor die Hunde. Mit den kleinen Leuten können sie machen, was sie wollen. Die nehmen deinen Sohn, geben ihm ein... Jetzt wirst du ein Studierter, Karl. Und jetzt wirst du uns verlassen. Nie. Du wirst schon sehen. Ich bleibe immer bei dir. Immer in diesem Haus. Wirklich. Immer. Ja, gut, dann gehen wir schon nach oben. Im Vertrauen, Herr Büttner. Ja? Was denn? Albrecht, geh mal weg. Was ist mit Karl und der Mathematik? Kann das denn was werden? Bitte? Naja, ich meine, die Universität, da muss man doch gescheit sein. Reicht das denn mal, Karl? Herr Büttner, das ist nicht nett von Ihnen, dass Sie mich verspotten. Ich bin eine einfache Frau, ich mache mir Sorgen. Das ist nicht schön von Ihnen. Nein, verzeihen Sie. Tut mir leid, Frau Gauss. Aber Ihr Sohn wird einer der größten Mathematiker der Welt. Das weiß ich. Das weiß ich. Ein starker Wille macht es möglich, früh am Ziel zu sein. Aber er macht es auch möglich, zu warten. Alexander, Wilhelm, einem Franzosen. Du schmeißt mein Geld in den Rachen eines Franzosen. Verschimmelte Scheiße. Verdreckte Scheiße, Verschissener. Es tut so weh. Wilhelm, sei stark. Verflixter, verfluchter Dreck. Let's get it! Humboldt investierte sein gesamtes Erbe in die Reise. In dem Franzosen Aimé Bonpland, einem Arzt und Botaniker, fand er einen Reisegefährten. Attention! Vorsicht! Und Sagen Sie mal, können Sie die Ladung nicht sichern? Das ist die Pariser Zeit. Mensch. Maurizio, Alberto, komm. Suchen Sie alle Kisten. Cuidado las cajas. Gracias. Amerika. Amerika. Emmy, endlich. Endlich weg von Deutschland, von Preußen, meinem Bruder. Endlich atmen können. Weit weg von der Familie. Es gibt nichts Besseres. Meinen Vater nie wiedersehen. Mein Bruder. Meinen geizigen Onkel. Meine Mutter. Meine verblödeten Schwestern. Monsieur Bonpland, wie schön, Sie getroffen zu haben. Halleluja. Wer einen neuen Kontinent erforsche,
schrieb er sogleich an Wilhelm, für den müsse alles wichtig sein. Was schreiben Sie, Alexander? Den Reisebericht von meinem Bruder. Er soll immer wissen, wo ich bin. Ich kann es kaum erwarten. Alle, Emil. Kommen Sie. Gut. Das ist ein Treiben in mir, als wären es 10.000 Säue. Endlich eins zu werden mit der Natur, von der ich als Kind immer geträumt habe. Und ich rechne nicht damit, zurückzukehren. Worüber denkst du nach, Karl? Darüber, was eine Zahl wirklich ist. Ist das denn schwierig? Eine Wolke. Plus eine Wolke. Wie viele Wolken sind das? Wohl nicht 2 Wolken. Es geht um eine neue Ordnung. Die ganze Zahlentheorie. Wie lange dauert so etwas? Das ist ein Lebenswerk. Ein Jahr vielleicht. Dann sollte ich fertig sein. Ich hoffe, ich brauche länger. Du hoffst, du brauchst länger? Ah. Was ich dir über Zahlen sagen kann, ist nur, dass du mich zahlen musst. Ich kann dir nicht Firmakredit geben. Gauss! 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 Was für ein Dreck ist das, Gauss? Ein 17-Eck. Ein was? Ein 17-Eck. Ein 17-Eck? Meint der Herr Stipendiat, dass es das ist, was er seinem Land schuldet? Ich habe ein 2000 Jahre altes Problem gelöst. Endgültig. Man muss nicht so intelligent sein, wie Sie tun, Gauss, um das zu verstehen, was ich Ihnen jetzt sage. Merken Sie es sich gut. Noch ein 17-Eck. Noch eine nutzlose Pisse wie das hier. Und das Stipendium wird zurückgezahlt. Dafür sorge ich. Dann gibt es keine Professur für Sie. Sie werden nicht einmal mehr die Scheiße berechnen, die das Heer produziert. Und das ist eine Menge Scheiße. Dann wird es keinen Mathematiker Gauss mehr geben. Nicht so schwer zu verstehen, oder? Und 40. 147 auf einem Kopf. Das ist aber auch interessant. Wir haben viel zu tun und Sie zählen Läuse. Und Piocho, bitte? Und Piocho. Warum eine Statistik über Kopfläuse? Wofür braucht man die? Sich zeigen, wenn man sie hat. Rätsel wie klein auch immer lässt man nicht am Wegesrand liegen. Wenn man einen neuen Kontinent erforscht, ist alles wichtig. Er wollte Tiere finden, die noch keiner gesehen hatte, Pflanzen sammeln, die noch keiner besaß. Er wollte die Ströme der Luft und der Gewässer verstehen. Er wollte die Erde wiegen und die Höhe des Firmaments messen. So groß, reich und vielfältig war die Natur und voller Rätsel. Oh, oh. Attention! Vamos, por acá!
4, 5. ¿Dónde está el burro? Se fue. Señora, sobre el burro estaban 2 barómetros, un hypsómetro y mi mejor teodolito. Alexander. Estáis completamente wahnsinnig. Es ist ja loco. Mein bester Theodolit. Sie suchen den Esel. Der Esel wird gefunden und wenn es 3 Tage dauert. Versagen ist inakzeptabel. Bitte. Solche Sachen passieren. Solche Sachen passieren. Merci beaucoup, Monsieur Bonpland, aber solche Sachen dürfen nicht passieren. Sie suchen jetzt den Esel. No tiene relación con el tamaño, eso es lo principal. Pues no lo sé. Mi Leolinda los tenía enormes. ¡Papas, venga, que hay papas! El ser grandes no significa que sean fecundos. Entonces, si son pequeñitos, mucho menos. Esta es la mejor. Me llevo ambas. Sí. Pues sí, pero vamos a tomar té. Niños, venid a tomar café. Hijo. Seguramente, si no me da la una, me da la otra. La leche. Mein Gott, das ist ja noch ein Kind. Lösen Sie die Kette. Lösen Sie... Soldat Las Cadenas. Por favor, aquí tiene. Sie müssen aber schon kaufen. 3 Golddublonen. Er ist zwar noch sehr jung, aber stramm. No es este del que todos están hablando. Lassen Sie ihn anfangs nicht zu viel arbeiten, dann haben Sie lange etwas von ihm. Können ihn gern vorher untersuchen. Lassen Sie das, ich bin kein Sklavenhalter zum Teufel. Alexander, wollen wir nicht. Nur ihn? 15 Golddublonen für alle. 14. Freundschaftspreis für den Sklavenbefreier. El Libertador de Esclavos. Billiger kann ich's dann aber wirklich nicht machen. Sie sind frei. Nächste Woche kommt frische Ware. Sois libres. Vous êtes libres. Sagen Sie ihm, dass Sie frei sind. Freier. Er fragt, wohin Sie gehen sollen. Warum? Die wissen ja nicht, wohin sie gehen sollen. Aber Sie können überall hingehen. Sie sind frei. Ich kaufe alle. Alle. Hier haben Sie das Geld. Ich nehme alle. Machen Sie die Ketten von Soldat Las Cadenas. Oiga, esta gente está Todos. Alle. Alle. Ja, Sie können die Ketten ablegen. Das können Sie machen. Soldat Las Cadenas. Todas. Öffnen Sie die Ketten. Habéis ofendido el nombre de Dios. ¿Qué? ¿Qué? Y la corona de España. Alle Menschen sind gleichmäßig zur Freiheit bestimmt. Nehmt euch in Acht. Herr von Humboldt, Sie werden noch von mir hören, werden Sie noch. Das werden Sie. Sie sind auch frei. Sklaverei ist ohne Zweifel das zweitschlimmste Übel unseres Zeitalters. Wirklich? Ja. Und was ist das Schlimmste? Die Behauptung, der Mensch stamme vom Affen ab. Aha.
Comer. Comer. Comer, no. Sì. Comida. Aqui. Oh. Alexander! Alexander! Hilfe! Hilfe! Alexander! Alexander! Gut zielen! Sie haben nur einen Schuss! Verdammt, Alexander! Schießen Sie! Oh! Was soll das? Sie sollen mir helfen! Alexander! Enten. Kein Muster, Zufallsverteilung. Aber Ordnung nimmt zu. Muss einen Grund geben. Ah, schau, der Hund. Treibt sie vor sich her. Die ordnende Kraft. Ah. Psst. Hau ab! Mistviech! Hau ab! Ludwig, hau ab! Danke. Was tun Sie da? Ich vermesse das Land. Das ist Arbeit. Dreiecke abstecken. Dreiecke? Ja, das nennt sich Triangulation. Bist du nicht Herr Karl? Der auf die höhere Schule kam, weil er rechnen konnte? Du erinnerst dich nicht mehr? Johanna. Haben Sie von dem preußischen Baron gehört? Der die neue Welt vermisst. Alle reden von ihm. Vermessen ist offen gesagt keine sehr anspruchsvolle Arbeit. Jeder Dummkopf kann das. Sogar ein interessierter Affe könnte das. Ich finde, es sieht aber schwierig aus. Man muss nur eine Seite und zwei Winkel eines Dreiecks kennen. Dann kann man mit diesem Gerät die anderen Seiten und den fehlenden Winkel bestimmen. Man fügt dann eine Serie solcher Dreiecke aneinander und hat die ganze Fläche bestimmt. Aber eine Landschaft ist doch keine Fläche. Oder? Das stimmt. Also weil ein Dreieck hat doch nur auf einer geraden Fläche zusammen 180 Grad. Das kann doch nicht dasselbe bei einer Rundung sein, oder? Ich weiß nicht, ich war nicht auf der höheren Schule. Sie haben völlig recht. Ja, dann ist die Messung ja falsch. Das sind sehr kleine Fehler. Die Erdkugel ist ja... Sind Sie verlobt? Nein. Aber die Fehler addieren sich. Um das auszugleichen, müsste man die Dreiecke nach der Messung, man müsste die Dreiecke... gewissermaßen zu unendlich kleiner Größe schrumpfen lassen. Im Grunde genommen eine einfache Differentialoperation, aber dieser Form. In dieser Form hat das noch niemand durchgeführt. Auf die einfachsten Sachen kommt man nicht.
Monsieur Bonpland. Ja, schön. Mein Kopf. Ist fachgerecht verbunden. Das Brummen ist ganz normal, das klingt ab. Sie sind doch auch Arzt, Emile Bonpland, hm? Sie wissen das genauso gut wie ich. Alexander, meinen Sie nicht, dass wir zu viel Ladung haben? Es ist immer zu wenig, gemessen daran, was erforscht und vermessen werden muss. Ich meinte zu viel für das Boot. Von der nächsten Missionsstation aus schicken wir einiges nach Europa. Hm? Nach Europa. Das hier geht nach Europa. Legen Sie das sofort wieder hin. Oh, bitte. Ist der wertvoll? Das ist der Humboldt-Affe. Was? Sie mir? Humboldt, benannt nach mir. Haben Sie nach mir auch schon was benannt? Bis jetzt noch nicht. Fratelli, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Welch eine Ehre für unsere Mission, Herr Baron. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Sie sprechen Deutsch? Spanisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Griechisch und Aramäisch. Sie sind Jesuit. Sie wissen doch, dass die Jesuiten aus diesem Land vertrieben worden sind. Es gibt sie hier nicht mehr. So dachte ich. Also sind Sie keiner. Das habe ich nicht gesagt. Haben Sie irgendwelche Wünsche, Herr Baron? Können wir helfen? Ja, ich möchte einige Kisten mit Exponaten nach Europa verschicken. Außerdem benötige ich Ruderer, die sich mit den gefährlichen Katarakten auskennen. Einheimische, die auch bereit sind, ein Risiko einzugehen. Ich verstehe. Natürlich werden wir solche Männer finden. Die Männer müssen natürlich Freiwillige sein. Aber sicher, Freiwillige. Aber Sie wissen hoffentlich, dass Sie nach den Katarakten zu den Menschenfressern kommen. Das ist mein Assistent, Emile Bonpland. Was? Alexander, ich bin nicht Ihr Assistent. Mitarbeiter, bitte. Kommen Sie bitte. Nein.
Verschwinde. Finger weg. Bitte, wenn Sie Platz nehmen möchten. Was kostet's? Zahnreißen 15 Pfennig. Billiger kriegen Sie es nirgendwo. 10. Guter Herr, ich muss auch leben. 12. Halten zu Gnaden, muss festbinden, geht nicht anders. Vorsicht, Vorsicht. Sieht nicht schön aus. Rechts hinten, ne? Das sieht nicht schön aus. Oh Gott, Wichsange. Oh Gott, wollen Sie die nicht wenigstens abwaschen? Schnaps wäscht am besten. So. Tut's noch weh? Ja! Falscher Zahn. Was passiert? Das kommt vor. Zum Glück hat der Mensch Zähne in Mengen. Soll ich hier den Bart auch gleich scheren? Kostet noch 5 Pfennig drauf. Das Wetter ist furchtbar heute, nicht wahr? Habt ihr eigentlich von diesem Napoleon gehört? Dabei wusste er genau, dass es in 200 Jahren Ärzte fürs Gebiss geben würde. Dann würde die Welt nicht mehr voll Zahnloser sein. Dann würde auch keiner mehr seine Haare verlieren. Wieso dachten die Menschen nicht an solche Dinge? Für sie war alles so, wie es war, selbstverständlich. Schmerzmittel. Es wäre so einfach. Die Nerven am richtigen Ort betäuben. Das Curare musste besser erforscht werden. Geliebter Bruder, die Reise übertrifft alle Erwartungen. Gewaltig die Fülle der Entdeckungen, groß auch die Gefahren. Der Orinoco zeigt sich voll lauernder Kaimane, ihre Rücken wie treibende Holzstämme in der gleißenden Mittagssonne. Vor kurzem erst konnte ich einigen Sklaven die Freiheit schenken. Glück und stumme Dankbarkeit malten sich auf ihren Zügen. Ein Anblick, den ich schwerlich je vergessen werde. Das Konzept einer neuen Wissenschaft, der physischen Geographie, drängt sich auf. Wann immer auch dies bei dir eintrifft, setz es sogleich in die Zeitung. Ich glaube, ich werde der Welt nicht egal sein. Ein elektrischer Aal! Was? Was soll das hier werden?
Ein Experiment. Ein Experiment? Ja. Gut. Wohin soll das führen? Wenn wissen, was herauskommt, Emi, wäre es kein Experiment. Wir haben gesehen, dass solche Aale galvanische Schläge versetzen können. Man kann ohnmächtig werden, sogar sterben. Offenbar. Was für eine seltsame Kraft ist das überhaupt, die Elektrizität? Wir können sie nicht berechnen, es gibt keine Formeln, aber fühlen. Fühlen kann man sie. Hm? Aufhängen. Setzen Sie bitte 2 Schrampfköpfe auf meinen Rücken. Gut. Gut, das zweite. Gut. Gut. Jetzt wieder abnehmen und die Blasen einschneiden, bitte. Einschneiden? Ja. Gut. Jetzt ein Stück Zink. Zink. Sehr gut. Jetzt ein Stück Silber auf die zweite Wunde legen, bitte. Eme, viel Erkenntnis entgeht den Menschen, weil sie Angst vor Schmerzen haben. Wir haben ja... Notieren Sie bitte. Musculus cocularis, Hinterhauptbein, Stachelfortsätze des Rückenwirbelbeins. Kein Zweifel, es fließt galvanische Energie. Haben Sie das? Gewiss. Gut. Dann jetzt Aal, der Aal, schnell der Aal. Ich muss rausfinden, ob die Muskelfasern, ob sie noch elektrische Kraft leiten. Den Aal! Gut, hier ist das Silber? Silber! 1, 2, 3. Karl? Haben Sie gelesen? Der Baron. Er schreibt von Kaimanen im Fluss und er sucht die Verbindung vom Orinoco und dem Amazonas. Er trotzt allen Gefahren. Ja. Er sieht so schön aus. Ich bin fast fertig mit meinem Buch. Und wovon handelt es? Die Zahlen gerade. Das hier ist 0. 1, 2, 3, die natürlichen Zahlen. Es gibt die ganzen Zahlen, da sind auch die negativen mit dabei. Es gibt Brüche, die rationalen Zahlen, es gibt Wurzeln, die irrationalen Zahlen. Immer ergeben sich neue Zahlen aus Rechenaufgaben. Immer muss der Bereich erweitert werden. Darum hier ist kein Platz mehr. Aber wenn ich die Vertikale dazu nehme, dann eröffnet sich ein neuer Zahlenraum und dann nenne ich diese Zahl I. Und diese Zahl minus I. Jetzt kann ich Gleichungen lösen, die vorher als Unmöglichkeiten. Ich kann den Zerfall der Polynome beschreiben. Ich kann zeigen, dass alle Polynome sich reduzieren lassen. Und wofür braucht man das? Elektrizität zum Beispiel kann man nicht anders... Brauchen ist egal, es geht nicht um Brauchen. Ich bin fast fertig. Dann komme ich zu Ihnen. Gracias. Ja, danke. Gracias. Vielen Dank.
Aimé Bonpland? Halt! Alexander. Moment. Was ist Ihr Problem? Ein Problem? Ja. Aimé Bonpland, noch einmal so etwas und ich erkläre unsere Zusammenarbeit für beendet. Warum ist das so schlimm? Sie sind doch auch ein Mann. Denken Sie an Ihre Verlobte. Meine Verlobte? Ich sehe keine. Der Mensch ist kein Tier. Manchmal doch. Kant. Immanuel Kant gelesen? Verhalte dich so, dass die Maxime deines Willens als Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung gilt. Alexander, ich bin Franzose. Und? Wir lesen keine Ausländer. Noch einmal so etwas. Und Sie werden in Zukunft alleine weiterreisen, verstanden? Ob Sie das verstanden haben? Doch. Hören Sie, Alexander. Also wenn hier jemand Grund hat, wütend zu sein, dann ich. Ach, schon wieder das. Hä? Ich musste die Instrumente retten. Wenn ich nicht schnell genug reagiert hätte, wäre die Pariser Zeit beschädigt worden. Sie hätten dasselbe getan. Sie meinen, ich hätte Ihnen nicht geholfen, wenn die zwei Sie halb totgeschlagen hätten? Hm? Richtig. Ich hätte dem Kerl erlaubt, Ihren Kopf einzuschlagen? Natürlich. Das stimmt wohl. Oh Gott, Alexander. Warum müssen Sie so deutsch sein? Die Arbeit ruft. Wucher, reiner Wucher, eine Frechheit. Das ist sogar noch billig. Blödsinn billig, unser Rabatt. Ist schon abgezogen. Und das ist erstklassiges Fleisch hier. Blödsinn 7, 5. 5. SAP eine positive Primzahl, Sie Schwein. Es sei keine beliebige durch P nicht teilbare ganze Zahl. Einzige Schabracke. A sei der Komplex der ganzen Zahlen. B sei der Komplex der ganzen Zahlen. 1,5 mal P plus 1, 1,5 mal P plus 2, 1,5 mal P plus 3, 1,5 mal P plus 4 und immer so weiter. Man nehme fernher die kleinsten positiven Reste der Produkte aus A und den einzelnen Zahlen A nach dem Modul P. Fertig. Ich werde jetzt heiraten, Mama. Hä? Wieso denn? Wer weiß, wie lange du noch für mich da sein kannst. Ich brauche jemanden. Sie heißt Johanna. Bin mit ihr zur Schule gegangen. Stimmt. Du kannst nicht allein sein. Du brauchst jemanden. Du wirst dir eine Stellung suchen müssen. Wenn du heiraten willst, dann musst du eine Familie ernähren. Unglaublich. Ah, ja, unglaublich. Was für ein Fund. Was tun Sie denn da? Alexander. Wir gehen. Einpacken, sofort. Was ist passiert? Aimé,
Kommen Sie, helfen Sie. Ja, aber was wollen Sie machen? Nehmen Sie eine Mumie. Aber warum? Herrgott, muss man mit Ihnen denn immer diskutieren? Nehmen Sie eine. Na los. Machen Sie. Helfen Sie mir wenigstens mal. Ali. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Alexander, wir klauen den Indianern ihre Toten. Sie gehen zu weit. Ach was, kommen Sie. Aimé, mein lieber Freund. Es geht hier einzig und allein um die Wissenschaft. ¿Qué llevas ahí? Cosas varias. Sí, cosas. No parece. Echa un vistazo. ¿Ah? Vistazo. Hatza! Bonbon? Mhm. Komm. Mein Gott, immer dieser Aberglaube, das ist ja nicht zum Aushalten. Was müssen wir denn noch tun, um die Aufklärung hierher zu bringen? Was geht hier vor? Jede 2 Ruderer, die Freiwilligen. Das kann ich unmöglich akzeptieren. Ich würde Ihnen raten, schnell aufzubrechen. Es gibt böses Blut. Sie haben sich nicht eben diplomatisch verhalten. Hören Sie auf! Diese beiden Männer haben nichts verbrochen und sie haben sich nicht freiwillig gemeldet. Man weiß nie bei diesen Leuten. Erst melden sie sich und dann kann man sie plötzlich nicht mehr finden. Außerdem sehen sie sich alle so ähnlich. Nehmen Sie Ihre Steine und Ihre Leichen und denken Sie unterwegs drüber nach, wie leicht es ist, human zu sein, wenn man in Weimar oder Paris sitzt. Aber wenn man hier mit einer Handvoll Soldaten ein paar tausend Wilde regieren muss, die nicht zögern würden, einem den Kopf abzuschneiden. Ja, wieso sollten Sie auch zögern? Dann ist alles ein bisschen komplizierter. Was tun Sie hier überhaupt? Was ist Ihr wahrer Plan? Kein Mensch reist um die ganze Welt, nur um ein Stück Land zu vermessen, was einem nicht gehört. Entscheiden Sie sich jetzt. Ja, die Katarakten oder zurück. Ihre Wissenschaft, Ihre Skelette. Oder die Freiheit dieser Menschen. Also habe ich keine Wahl. Das würde ich nicht sagen. Sie haben 10 Sekunden. Wir lassen die Mumien hier. Ich habe Ihnen doch gesagt... Das bringt nichts. Das ist in keiner Weise akzeptabel. Ich werde es nicht zulassen. Nun sind es 3 Sekunden. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist eine Schlange. Oh. Oh. Das. Oh. Ah, Humboldt, Affe. Ah, Gauss. Er wollte zu mir. Mein Buch, Eure Hoheit. Die erste Abschrift. Mhm. Oh. Fein, Gauss. Fein. Wir brauchen übrigens tüchtige Lehrer für unsere neue Universität. Unsere Jugend muss unterrichtet werden. Euer Hoheit, ich... Schau mal. Diese Zähne. Will er mal anfassen? Diese unglaublichen Zähne.
Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Ihr Buch? Ja. Disquisitiones Arithmeticae von Karl Friedrich Gauss. Es ist eines der wichtigsten Bücher in der Geschichte der Mathematik. Na, Sie sind aber bescheiden. Das hat mit Bescheidenheit nichts zu tun. Es ist eines der wichtigsten Bücher in der Geschichte der Mathematik. Dem wird keiner widersprechen. Mein Lebenswerk ist getan. Von jetzt an ist alles Nachspiel. Damit kommen Sie zu mir? Ja. Johanna, ich kann eine Familie ernähren. Es ist wirklich nicht schwer. Ich kann Landvermessungen durchführen, ich kann auch Sterne entdecken, ich kann auch an den Börsen spekulieren. Geld verdienen ist wirklich nicht schwer, wenn man nichts Wichtigeres zu tun hat. Darum müssen Sie sich keine Sorgen machen. Darum mache ich mir keine Sorgen. Aber? Der ist zu fein für rechtschaffene Arbeit. Entschuldige, Minna. Aber ich bezweifle, dass man an deiner Seite glücklich sein kann. Habe ich. Du hast zu viel zu tun. Jemand wie du sollte nicht heiraten. Ich glaube, dass du Kraft und Leben aus den Menschen deiner Umgebung ziehst, wie die Erde aus der Sonne oder das Meer aus den Flüssen. Ich fühle mich geehrt und ich bin gerührt und es kann auch sein, dass ich dich liebe, aber ich sage trotzdem nein. Mit einer Absage habe ich gerechnet. Aber nicht mit so einer guten Begründung. Gedenken Sie meine. Fahren Sie weg? Ich reise nach Königsberg. Ich muss jemanden aufsuchen. Es gibt zwei Arten, verstanden zu werden. Durch die wahre Liebe und durch die reine Vernunft. Beten Sie? Primzahlen. Zum Amazonas. Zum Amazonas? Man kommt von hier nicht zum Amazonas, Alexander. Das weiß jeder. Doch. Es muss eine Verbindung geben. Einen natürlichen Kanal. Die Welt ist ein Ganzes. Alle Ströme hängen irgendwie zusammen. Alle Systeme im Bonpland sind ein System. Aber selbst wenn, das wäre mitten im Urwald. Urwald ist auch nur Wald im Bonpland. Und bitte atmen Sie nicht so tief. Ich glaube, es gibt hier Miasmen und Fieberdämpfe. Immer klagen, immer Einwürfe, immer diese negative Haltung. Ein bisschen. Ist ein bisschen Enthusiasmus zu viel verlangt. Der magnetische Äquator. Von diesem Ort hatte Humboldt als Kind geträumt. Das Gebiet war auf keiner Karte mehr verzeichnet. Sie konnten nur ahnen, wohin das Wasser sie trug.
Professor Kant zu sprechen. Der Professor empfängt nicht. Hören Sie, ich bin sehr weit gereist und ich muss mit ihm sprechen. Glauben Sie mir, er möchte auch mit mir sprechen. Ist er das? Mein Name ist Karl Friedrich Gauss. Sie haben vielleicht schon von mir gehört. Dies ist mein Werk, die Grundlegung der Zahlentheorie. Herr Professor Kant, Herr Professor Kant, solange ich lebe, habe ich noch nie mit einem Menschen von gleich zu gleich sprechen können. Alle sind langsamer, träger, dümmer. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich bin sehr allein. Sie kennen das wohl. Er erklärte alles. Seine Vermutung, dass der Raum sich krümme und dass parallele Linien einander im Unendlichen berührten. Sein Verdacht, dass die Zeit sich dehnen könne. Keine Träume seien das, keine Spinnereien, sondern Dinge, die den Menschen der Zukunft ganz selbstverständlich erscheinen würden. Er hatte noch nie darüber gesprochen. Er wusste ja, wie leicht man ausgelacht, wie schnell man für verwirrt erklärt wurde, wie gefährlich das Denken war. Herr Professor, ich brauche Ihre Meinung. Mein ganzes Leben lang habe ich darauf gewartet, den einen Menschen zu treffen, der mich verstehen muss und dem ich alles erklären kann, was ich herausgefunden habe. Wurst. Bitte? Der Diener soll Wurst kaufen. Wurst und Sterne soll er auch kaufen. Sehen Sie, meine Herren, ganz hat die Zivilität mich nicht verlassen. Das ist Immanuel Kant? Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte. Bis hierher hat der Tag und Nacht bewahrt Herzensgemüte. Karl? Ich hab's mir überlegt. Was? Ich will dich heiraten. Was, jetzt? Ja. Jetzt ist es zu spät. Was? Korale. Die ganze Flasche. Aber ich will Ja sagen. Johanna, ich sterbe. Ich habe die ganze Flasche getrunken. Wie? Die ganze Flasche, Johanna. Nicht zu niemand kann mich retten. Hör auf! Johanna, ich sterbe. Oh! Karl? Oh! Ihnen geht's Ihnen gut? Ich habe Fieber. Das habe ich Ihnen gesagt. Es sind viele kleine Miasmen, die überall aus dem Wald aufsteigen. Ich spüre das auch schon, aber die Uniform hilft. Die Uniform. Ja. Man muss so korrekt sein, dass einem das Fieber nichts anhaben kann. Krankheit ist Unordnung. Aber nee, wenn man Unordnung im Leben einfach nicht zulässt. Und das funktioniert. Das wäre ganz gut.
Manchmal denke ich, Sie machen Scherze. Aber dann erinnere ich mich, dass Sie Preuße sind. Das ist ein sehr ungerechtes Vorurteil. Die Preußen haben vorzüglichen Humor. Ja. Wohl, in Preußen wird viel gelacht. Ja. Lesen Sie bloß die vorzüglichen Komödien des Gryphius oder die einzigartigen Gedichte des Martin Opitz. Martin Opitz. Martin Opitz. Martin Opitz. Gauss! Sag mal! Nein. Ja, doch, Karl, eine Rede. Nein. Komm, mein Sohn, jetzt zier dich nicht. Nein, Mama, bitte. Eine Rede. Das ist mein Junge, jetzt trau dich. Ich glaube nicht an Glück. Ich habe nicht erwartet, dass ich etwas wie Glück finden könnte. Jetzt ist es da und das kommt mir vor wie ein Rechenfehler. Etwas, das nicht vorgesehen ist, ein Irrtum, den schon bald jemand aufklären wird. Hoffentlich nicht zu bald. Danke euch allen. Schönes Fest noch. Habe ich mir immer gewünscht. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein. Wie kommst du darauf? Ich glaub's nicht. Ich hab's verstanden. Was? Wie man die Messfehler der Planetenbahn approximativ korrigiert. Ich hab's endlich verstanden. Was? Jetzt? Das wird die Kosmologie verändern. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Du hast. Du kannst die schönsten Komplimente machen.
Chamukaima? Chamukaima? Ayuya Chikangi? Eigentümlich, diese gebratenen Affen. Sehen aus wie die Gliedmaßen kleiner Menschen. Muss ich direkt überwinden, das zu essen. Ich kann nicht essen. Sie müssen essen, Emil. Unsere Vorräte sind aufgebraucht. Sie müssen. Wenn ich jetzt was esse? Ja? Ach, nicht. Sehen Sie, Alexander. Wir sind doch Wissenschaftler. Ja? Wir wollen realistisch sein. Auch das? Jeder weiß, dass es hier Kannibalismus gibt. Ja und? Alexander. Die Leute hier essen regelmäßig Menschenfleisch. Und? Und? Und das hier sieht aus wie Menschenfleisch. Und wir sind in einer Gegend, in der Menschen gegessen werden. Was? Wir sind alle herzlich mitgenommen. Sie haben Fieber. Ich möchte nichts auf die Goldwaage legen. Bitte? Aber wenn Sie noch einmal behaupten wollen, ein preußischer Beamter, ein Erbe der Familie Humboldt, der Patensohn des Herzogs von Braunschweig habe Menschenfleisch gegessen, Emil, dann werde ich Genugtuung fordern. Das gibt's ja wohl nicht. Was? Ich spreche im Ernst. Oh ja. Emil? Emil? Kommen Sie. Kommen Sie. Vorsicht. Emil, kommen Sie. Kommen Sie. Kommen Sie ein bisschen rum. Nur ein bisschen drehen. Los. Nein. Der bleibt liegen. Nein, hören Sie. Lassen Sie ihn los. Lassen Sie ihn liegen. Lassen Sie ihn los. Was machen Sie? Hören Sie auf. Hören Sie auf. Lassen Sie ihn los. Lassen Sie meinen. Das ist mein Freund. Er hat Fieber. Das können Sie doch nicht machen. Was machen Sie denn? Hören Sie das mal. Alexander. Emil. Alexander, Sie glauben es nicht. Emil, wie geht's Ihnen? Schreiben Sie auf, was hier passiert ist. Sie müssen das bezeugen. Die Dinge, die ich gesehen habe. Die Boote, Emil, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Aber der Gesang. Haben Sie den Gesang gehört? Er hat mich gesund gemacht. Türlütütü. Gesang. Aber ich weiß doch, was ich gesehen habe. Vielleicht träumen wir. Vielleicht träumt der Urwald selbst. Sie verstehen mich nicht. Was hier passiert ist. Emil, wir müssen überleben. Wir müssen an uns halten. Wir müssen Ordnung bewahren. Das ist egal, was wir sehen. Unglaublich. Wollen Sie es nicht aufschreiben? Um der Wissenschaft willen. Um der Wissenschaft willen werde ich es nicht aufschreiben. Jetzt kommen Sie. Angesichts dieser Übermacht ist es ja geradezu aussichtslos.
Franzosen zahlenmäßig absolut überlegen. Sollte man nicht mit Napoleon reden? Dazu ist es jetzt zu spät, der Feind ist im Land. Was zählt, ist die Moral. Ein deutscher Soldat ist so viel wert wie 10 Franzosen. 58.000 Mann stehen für sie bereit. Das rührt mich schon. Gut. So, jetzt ist es soweit. Krieg. Krieg. Wo ist mein Pferd? Der Säbel. Auf der einen Seite stand, Oberkommandierender wider Willen, der Herzog von Braunschweig. Auf der anderen Seite das größte militärische Genie der Weltgeschichte, Napoleon Bonaparte. Der Kampf war kurz. Was ist denn da los? Vom Herzog. Infanterie. Garde. Sie ziehen in die Schlacht fürs Vaterland. Wir vernichten Napoleon. Und immer sofort, bis unendlich ist gleich 0. Herr Professor, ich gehe. Was ist los? Unser Herzog ist heute Morgen in der Schlacht gefallen. Ja? Ich verstehe nichts von dem, was Sie uns lehren. Es ist zu viel und zu schwer. Ein normaler Mann kann nicht folgen. Aber er kann kämpfen. Und wenn nötig, kann er sterben. Ich marschiere mit den Truppen. Rache für den Herzog! Gut. Gut. Herr Professor. Was denn jetzt schon wieder? Ihre Frau ist... Was? Geht los. Ich bin da! Ich bin da! Werde ich sterben? Sei nicht zu lange traurig. Man lebt, dann stirbt man. So ist es. Du musst wieder heiraten. Du schaffst es nicht allein. Nimm Minna. Sie wird ja sagen. Ja. Jetzt konzentrieren Sie sich! Diese Wand hier! Das hier ist doch eine Wand, oder? Unter Berücksichtigung von Luftdruck und Temperatur? Ich darf Ihnen mitteilen, dass wir uns auf einer Höhe
dazu bestiegen. Den höchsten Berg der Welt. Oh, komm. Ja. Aber der Gipfel. Mit oder ohne Gipfel. Wir sind am höchsten von allen. Man könnte einfach behaupten, man wäre oben gewesen. Monsieur Bonpland, das will ich nicht gehört haben. Forschung, Aimé, ist Bewegung. Eine Bewegung ohne Ende, per Definition. Es gibt keinen Gipfel. Deshalb müssen wir ihn auch gar nicht erreichen. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Voilà. Sie haben recht, gewiss. Und wir haben den Kanal entdeckt zwischen Orinoco und Amazonas. Was sagen Sie, den Kanal? Natürlich, wir waren dort. Aber Sie hatten doch Fieber. Ja, Sie haben es nicht mitbekommen. Aber ich habe Sie mitgeschleppt. Wer trägt also die Verantwortung? Sagen Sie es mir. Was haben Sie beigetragen? Ich warte, Aimé. Na? Sehen Sie? Nie zuvor war ein Mensch in dieser Höhe gewesen. Niemand wusste, dass Sauerstoffmangel zu Wahnvorstellungen führt. Alexander! Alexander! Cher ami! Aimé! Aimé! Kommen Sie! Wir müssen unten sein, bevor es dunkel ist. Ich hätte sie getötet. Was meinen Sie? Man versteht so schlecht. Meine Ohren! Der Wind! Hä? Was haben Sie gesagt? Gehen wir! Ja. Forschung ist Bewegung, die nie zu einem Ende kommt. Per Definition. Kommen Sie! Wer waren Sie? Fragte er sich. Und wie waren Sie so schnell groß geworden? Wieso wollten Sie so viel und waren ihm so ähnlich und konnten doch so wenig? Also, Eugen, ist jetzt mehr von deinem Apfelsaft in dem Roten von Wilhelmine oder mehr von ihrem Roten in deinem Gelben? Hm? Schau, du hast einen Löffel roten Saft verloren und dafür einen Löffel gemischten bekommen. Der Becher ist so voll wie am Anfang. Papa, darf ich trinken? Da bin ich. Ah. Etwas anderes. Memotechnik. Das ist lustig. Ha, man kann sich ein ganzes Kartenspiel merken. Das ist ganz leicht. Für jede Zahl merken wir uns ein Tier. Jede Farbe ist ein Gemütszustand. Die Bildkarten sind Handlung. Hm? Daraus setzen wir dann eine Geschichte zusammen. Sollen wir es mal ausprobieren? Dann schauen wir mal. Gras 5, Eichelbube, Herz 8, Schellkönig. Die tollwütige Ratte. Erschrickt die dicke, fette Katze beim Eierlegen. Wiederhole. Hast du es denn verstanden? Ich bin müde. Ja. Mag sein, dass die Parallelen einander im Unendlichen treffen. Mag sein, dass die Zeit sich dehnen kann. Vor allem aber vergeht sie. Sie vergeht immer da, sie vergeht immer schneller und wenn kaum noch Zeit übrig ist, vergeht sie am schnellsten. Alexander von Humboldt wurde über die Jahre zum berühmtesten Forscher des Planeten. Karl Friedrich Gauss wurde alt.
einfach auf. Nein. Karl, aber die Kutsche wartet. Hau ab. Karl, aber du musst doch aufstehen. Du kannst... Karl. Verschwinde. Ich bin's. Komm, du musst aufstehen. Da wartet eine Kutsche mit Pferden. Mit 4 Pferden, Karl. Du musst aufstehen. Mama, ich will nicht. Doch, du musst. Ist ja nicht für lange, bist ja gleich wieder da. Ha? Komm, steh auf. Wo ist er denn? Mein tapferer Junge. Ha? Wo ist er denn? So, komm. Jetzt geht er mal auf Reisen. Ja. Im September 1828 verließ der größte Mathematiker des Landes zum ersten Mal seit Jahren seine Heimatstadt, um am Deutschen Naturforscherkongress in Berlin teilzunehmen. Selbstverständlich wollte er nicht dorthin. Monatelang hatte er sich geweigert, aber Alexander von Humboldt war hartnäckig geblieben, bis Gauß in einem schwachen Moment und in der Hoffnung, der Tag käme nie, zugesagt hatte. Papa, wir sind da. Professor Gauß? Nein, Eugen Gauß. Nur der Sohn. Hm? Eugen! Herr Professor Gauß, endlich. Das ist ein großer Moment für Deutschland, die Wissenschaft, mich selbst. Endlich treffe ich Sie persönlich. Ja, wir haben uns schon getroffen. Es ist wirklich. So lange habe ich darauf gewartet, Ihnen persönlich von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Ja. Sie erinnern sich nicht. Doch. Sie erinnern sich nicht. Das wusste ich. Und ich wusste auch, dass wir uns wiedersehen. Attention, attention. Oh, attention. Was passiert jetzt? Was ist los? Mein Mitarbeiter, Herr Daguerre, er arbeitet an einem Gerät, welches den Augenblick auf eine lichtempfindliche Silberjoditschicht band. Ein Bild von uns keinen für die Nachwelt. Bitte nicht bewegen. Auf keinen Fall bewegen. Ich will nach Hause. Einen Augenblick nur. Bitte nicht bewegen. Hatten Sie eine gute Reise? Schlaglöcher, Regen, enge Kutsche. Gefällt Ihnen Berlin? Schreckliche Stadt. Ja. Dauert das noch lange? Weiter 10 Minuten. Früher hat es viel länger gedauert. Am Anfang dachte ich, war ein Rücken. Das ist lächerlich. So. Jetzt ist der Augenblick für immer verloren. Ja. Wie alle anderen. Gibt's was zu essen? Verzeihung. Papa, ich soll dich an deine Medizin erinnern. Hau ab. Aber Papa, du hast selbst gesagt... Das interessiert mich nicht, was ich gesagt habe. Aber ich weiß doch... Wenn ich mir schon widerspreche, widersprichst du mir nicht auch noch. Wie siehst du überhaupt aus? Ich treffe Freunde. Das ist ja lustig. Du hast Freunde. Tausende. Das ganze Land. Und Dennis Boot hat 1000 Feinde. Die Freiheit wird kommen. Freiheit ist nicht mehr nur ein chillerisches Wort.
Familie ist eine große Herausforderung. Wenn nicht sogar die größte. Mein Bruder Wilhelm, man nennt ihn Lehrer Preußens. Wir waren, was unseren Kongress angeht. Der König wird da sein, dazu mindestens 3 Minister. Alle sind hocherfreut, ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin nicht erfreut. Das freut mich. Die Kutsche wartet. Empfänger. Projekte, Gerede, Pläne, Intrigen, das ist nicht Wissenschaft. Und was bitte sehr ist dann Wissenschaft? Ein Mann, alleine, an seinem Schreibtisch, vor sich ein Blatt Papier, ein Bleistift in der Hand, vor dem Fenster der klare Himmel. Wenn dieser Mann nicht aufgibt, bevor er etwas versteht, das ist Wissenschaft. Dieser Mann am Schreibtisch, wenn er ihn verlässt und auf Reisen geht, Herr Gauss, was dann? Ach, was sich irgendwo versteckt. In Löchern, im Vulkan, auf Bergen, im Wald. Im Urwald. Naja, Urwald ist auch nur Wald. Was sich irgendwo versteckt, ist Zufall. Ein Zeitvertreib für mittelmäßige Geister, denen langweilig ist. Und dieser Mann am Schreibtisch, der braucht natürlich eine fürsorgliche Frau, die ihm das Essen kocht, die Was? Füße warm hält. Ja, und vorbildlich, vorzüglich erzogene Kinder, gehorsam, die ihm die Instrumente putzen, ihn daran erinnern, die Medizin einzunehmen. Und natürlich ein sicheres Haus gegen den Regen und a priori, vor allen Dingen, eine Mütze, wärmend gegen den Schmerz der Ohren. Von wem sprechen Sie? Ich spreche nur ganz allgemein. Natürlich braucht er das. Das und noch viel mehr. Haus, Frau, Mütze. Wie soll das denn sonst aushalten? Wo wären Sie denn gewesen ohne Ihren Franzosen? Hm? Das Leben ist schrecklich. Man kann es verbessern. Wer kann das? Wir können das, Herr Gauss, wir. Ich möchte das gar nicht. Fünf Jahre Vorbereitung. Und jetzt das. Eure Exzellenz. Raus! Nicht, Eure Exzellenz nicht jetzt! benötigen... Nicht. Raus! Alexander! Ich freue mich. Der Fürst der Mathematiker. So. Schön, schön. Willkommen. Danke. Mein kleiner Enkel hier rechnet auch gern. 14 mal 16 sind? 221. Stimmt das? Ob das stimmt? Er nicht. Nun, wir bauen eine neue Universität auf mit Hilfe seines geschätzten Bruders. Wir möchten Ihnen eine Professur antragen. Er nicht. Was? Eigentlich gefällt es mir daheim. Ja. Das sind uralte Theorien. Paris hat vor 3 Jahren schon darüber gelacht, über diesen Unsinn. Nein. Alles allgemeine. Was bildet er sich ein? Fürst der Mathematiker, da pfeife ich drauf. Was für eine Arroganz. Die Zeiten des Herrn von Humboldt sind vorbei. Ah, Herr von Humboldt, das merken wir uns. Danke. Das finden wir auch nicht lustig. Wir wissen Bescheid über Ihre Sympathien. Wir wissen Bescheid über alles. Und wir vergessen nicht.
Gauss, das... Sollte es hier nicht Fuhrwerke geben, die einen nach Hause bringen? Herr Gauss, es war eine Katastrophe. Sie haben den König beleidigt. Woher? Ich habe ihm sogar die Hand gegeben. Soll der König sich geehrt fühlen, weil Sie ihm die Hand gereicht haben? Na, falsch wär's nicht. Dieser Kongress war eine einmalige Möglichkeit, Mittel für neue Projekte... Ah, verschonen Sie mich endlich mit Ihrem Projekt. Halt! Stehen bleiben! Gottes Willen, was ist denn hier los? Ist das nicht Ihr Sohn? Kommen Sie mit. Herr Vogt? Gendarmerie-Kommandant Vogt. Herr von Humboldt. Lieber Vogt, das ist wirklich eine unangenehme Sache. In diesem Wagen dort befindet sich der Sohn dieses Herrn. Mein Sohn und seine 1000 Freunde. Na, Glückwunsch. Herr Gauss, der führende Mathematiker unserer Zeit, ist wirklich im höchsten Interesse, hier Gnade walten zu lassen. Im höchsten Interesse. Lassen Sie ihn gehen. Ich bitte Sie. Das ist keine Kleinigkeit, das ist der Ernst. Zwangsarbeit ist das Mindeste. 20 Jahre lebenslänglich. Todesurteil ist möglich. Ich sage ja nicht, dass sich nichts machen lässt, aber das ist nicht leicht. Sie müssen ihn nur heimschicken. Sein Name wurde noch nicht erfasst. Niemand wird etwas erfahren. Meine Dankbarkeit. Wie äußert sich die? Bitte? Ihre Dankbarkeit. Bitte? Wie sich die äußert, Herr von Humboldt. Ich verstehe nicht. Oh, Herrgott, der Kerl will bestochen werden. Sind Sie vom Sinnen? Gekauft. Das elende Büschchen, der kleine Dreckfresser. Das muss ich mir nicht anhören. Oh, ich denke schon. Wenn man ein Kotkerl ist, ein ehrloser Lippenbär, ein gieriger Scheißzwerg, da muss man auch die Wahrheit vertragen. Ich werde Genugtuung fordern, meine Sekundanten. Oh, die schmeiß ich raus, so weit kommt's noch, dass ich mich von einem bestechlichen Stinkenmolch totschießen lasse. Kein Wort mehr, um Gottes Willen. Hören Sie auf. Vogt, lieber Vogt. Dieser Mann ist verrückt, alt. Wäre nicht ernst zu nehmen. Kommen Sie. Das will ich meinen, dass man ihn nicht ernst nehmen kann. Ich bitte um Ihr Verständnis. Es gibt Grenzen. So einfach ist das nicht. Aber auch ein Beamter ist ein Mensch. Bringen Sie ihn weg, den alten Kerl. Sehen Sie, jetzt haben Sie ihn doch bestochen. Korrupt ist er, der Herr Vogt. Korrupt! Die ganze Stadt korrupt! Verhaften! Ein Schatten liegt auf diesem Land. Jeden Tag mehr. Ich hätte nicht herkommen sollen. Ich wusste es. Alles nur, um Ihnen einen Gefallen zu tun. Entschuldigung, bitte. Gefallen? Haben Sie Gefallen gesagt? Ja. Um mir einen Gefallen zu tun? Gefallen, ja, Gefallen. Für was halten Sie sich eigentlich? Gefallen? Finden Sie, Gott hatte seinen besten Tag, als er aus dem Mittelmaß ausbrach und sie schuf? Weil Sie nicht rechnen müssen? 1 plus 2 plus 3 plus 4, das kann man auch hintereinander addieren, da gibt man sich halt ein bisschen Mühe. Herr Gauss, Sie mussten sich natürlich nie Mühe geben, nie mussten Sie sich Mühe geben, aber andere müssen kämpfen. Andere haben nicht ihren Kopf, sind nicht genial und bringen es auch zu etwas. Mit Fleiß, Herr Gauss, mit Disziplin. Und darüber grinsen Sie nur, schütteln den Kopf. Für was halten Sie sich eigentlich? Meinen Sie, Sie waren im Nachteil? Wegen Ihrer schlechten, armen Herkunft tun Sie sich recht leid? Wir sind im Nachteil, Herr Gauss. Wir sind im Nachteil. Dieser Kopf ist nicht Ihr Verdienst. Unterschreibt. Kein Grund, stolz zu sein. Stolz kann sein, wer an sich gearbeitet hat. Sie müssen mir keine Gefallen tun. Reden Sie mir nicht von Gott und ich habe mehr gearbeitet als Sie. Das bezweifle ich. Und als es mir gereicht hat, dass ich nicht mehr wollte, als es einfach zu albern wurde, da habe ich Curare genommen. Und Gott, von dem Sie so gerne reden, hat eins seiner dümmsten Wunder getan und mir das Leben geschenkt. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Das wissen Sie nicht? Nein. Sie können so viel Curare trinken, wie Sie wollen. Bitte? Sie müssen es in die Blutbahn träufeln, dann tötet es sofort. Abführen. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher, ich habe das Zeug selbst entdeckt. Und diese Flasche, die Sie getrunken haben, kam mit Sicherheit von mir. Ich muss das Land verlassen. Was? Ich muss ganz weit weg. Ich darf nie mehr zurück.
Womöglich müssen wir beide jetzt auch das Land verlassen. Sie reisen ja ohnehin so gerne. Ich bin alt. So alt nicht. Sie fühlen sich nur wie ein Wrack, weil Sie in dieser grausigen Stadt festsitzen. Man hat mich nach Russland eingeladen. Die Strapazen werden groß und die Kosten. Hat Sie das hier abgehalten? Ich könnte das ganze weite Asien sehen, bevor ich sterbe und das Magnetfeld vermessen. Ich möchte herausfinden, ob es im Erdinneren einen Magneten gibt oder viele. Die Frage ist falsch gestellt. Die horizontale Komponente der Magnetkraft lässt sich als Funktion der geografischen Breite und Länge darstellen. Die vertikale Komponente entwickelt man in einer Potenzreihe, nach dem reziproken Erdradius. Einfache Kugelfunktion? Nein? Ich rechne das für Sie. Sie müssen einfach nur eine Messnadel herumtragen und mir die Ergebnisse schicken. Reisen Sie. Reisen Sie. Unbedingt. Im Ernst? Es gibt kein größeres Glück, als etwas zu tun zu haben. Sie haben 5 Jahre. Ungefähr. Bitte? Sterbestatistik, damit beschäftige ich mich jetzt. Wird gut bezahlt. Sie haben 5, ich 9, meine Frau leider 11. Unangenehmer Gedanke, dass sie mich überlebt. 5 Jahre? Statistisch gesehen, ja. Ja, ich gehe nach Asien. Manchmal frage ich mich, wer von uns beiden eigentlich mehr gereist und wer immer zu Hause geblieben ist. Jedenfalls können wir uns nicht beklagen, wir sind noch hier. Kein Kannibale hat sie aufgefressen, kein Ignorant mich totgeschlagen. Und was bleibt? Die Neugier. Lieber Freund. Immer die Neugier. Entgegen den Voraussagen der Statistik starb Karl Friedrich Gauß 4 Jahre vor Alexander von Humboldt, der es noch fertigbrachte, Russland, Sibirien und die Steppen Asiens zu bereisen. Ein Jahr nach Humboldt verstarb auf der anderen Seite der Erde mit 85 Jahren arm und verlassen sein Mitarbeiter Aimé Bonpland. Und Eugen? Ich habe mir die Karten gemerkt. Was? Gemerkt hast du dir die Karten? Ja, mein Vater hat mir die Methode beigebracht. Dein Vater bringt dir bei, Karten zu merken, oder was? Er hat es versucht. Ich habe es nie richtig verstanden, aber heute hat es funktioniert. Wir machen einen Versuch. Ein Fehler. Und dann schwimmst du nach Amerika. Na komm. Gib ihm die Karten. Kreuz 8. Dominarshörner warten auf den Regen im Schloss. Herz 8. Ist dein Vater stolz auf dich? Pik 3. Amerika! Eugen Gauß sah seinen Vater nie wieder. Er machte keine Erfindungen, er entdeckte nichts und kein Naturgesetz trägt seinen Namen. Aber er tat das Seine. Er kam bis nach Missouri, gründete die First National Bank und hatte 7 Kinder.
colors painted in my eyes. Green was for the springtime, blue the summer skies. But now the skies have darkened, the white clouds turn to gray. What a way to break a heart. You took all the colors away. Dark black is the color of my life since you've been gone. Since you've been gone. Whoa, if you come back, make my whole world bright. Since you've been gone, dark black is the color of my life. I remember visions you taught me how to see. A world of vivid colors was right there in front of me. Oh, but what good is a rainbow if the picture's in black and in white? Oh, what good is the future when there's not a color inside? Oh, if you come back, make my whole world bright. Since you've been gone, dark black is the color of my life. Dark black, dark black.
Thank you.